welche schönen Fahrzeuge man auf der Bremen Classic Motor Show entdeckt und vor allen Dingen welche SL R107, das schauen wir uns heute an. Ich bin heute auch nicht alleine hier auf der Messe in Bremen, sondern ich habe zwei Kollegen mit. Einmal den Ralf, den kennen wir schon aus einigen Videos, und Hallo. Den Kaufbegleiter haben wir auch dabei. Das heißt, wir sind hier heute die geballte Kompetenz und werden hier mal einige Fahrzeuge unter die Lupe nehmen. Hier haben wir die Carrera-Bahn für Erwachsene aufgebaut. Ihr seht also in Lebensgröße unten die Stromabnehmer. Das ist die Spielwiese für Erwachsene. So was finde ich ja ganz gut für Leute, die Interesse an Weißwandreifen haben, dass es hier eine Beratung zu gibt und verschiedene Modelle ausgestellt werden. Das finde ich ist ja mal eine nette Idee, sowas hier auch den Messebesuchern zu präsentieren. Über den Stand habe ich auch schon was in einem anderen Video gesehen. Hier geht es um LED-Beleuchtung an Young- und Oldtimern. Ja, ich finde, das kann man machen, aber mein Geschmack wäre es nicht, weil es aus meiner Sicht nicht zu diesen Youngtimern passt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Natürlich scheint die Lichtausbeute dann um eines besser zu sein. Die ist ja bei den älteren Fahrzeugen nicht so berauschend. Vor allen Dingen auch bei unserem R107 nicht. Aber trotzdem schön zu sehen, dass es hier auch Firmen gibt, die sich darum kümmern. Hier auch nochmal ein Beispiel, wie das aussehen kann. Ich finde, die Lichtfarbe passt einfach nicht zu diesen älteren Fahrzeugen. Aber wie gesagt, wenn die Sicherheit im Vordergrund steht, dann ist das bestimmt eine sehr gute Option. Ja, wir haben jetzt den Stand des R107 Clubs erreicht und hier stehen auch schon Fahrzeuge und hier steht auch wieder der rote R107, den wir letztes Jahr gesehen haben. Es kann natürlich sein, dass hier jetzt andere Felgen drauf montiert wurden, wenn es denn das gleiche Fahrzeug ist. Auch ein 560 SL, umgebaut zum EU-Modell, dem man allerdings schon seinen Gebrauchsstatus ansieht. Also das sieht man hier sowohl am Lack hinten, ich weiß nicht, ob das auf dem Video so gut rüberkommt, als auch innen. Da merkt man schon, dass das Auto benutzt wird. Da sind auch die Sitze teilweise gerissen. Auch am Dashboard haben wir einige Risse. Und der hat jetzt 111.000 gelaufen. Vorne im Motor sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Hier sieht man die Zierstreifen in Gold. Ich habe sie in Gold noch nicht gesehen. Ich kenne sie nur in Beige bei dieser Farbkombination, so wie ich es habe. Dann zeige ich euch auch noch mal den Kilometerstand. Ich glaube, es ist das Auto von letztem Jahr, denn wenn ich mich recht erinnere, war da auch schon dieser Holperplatzer am Holz zu sehen. Aber meines Wissens wird das Fahrzeug ja auch von Probefahrern genutzt, die sich beim R107 Club melden und der dieses Fahrzeug freundlicherweise dann zur Verfügung stellt. Und somit kann man natürlich auch neu Interessierte und die jüngere Generation für solche Fahrzeuge begeistern. Und das ist natürlich schön, wenn diese Kultur auch weiter aufrechterhalten wird. Daher wirklich auch eine tolle Aktion vom R107 Club. Daneben steht ein Coupé, der allerdings hier, glaube ich, nicht als Ausstellungsstück erster Güte stehen soll, sondern der einen Brandschaden hatte, beziehungsweise hat. Beziehungsweise es ist ein echter Scheunenfund im Originalzustand. Ein seltener 450 SLC 5,0 aus dem Baujahr 1980.
Ja, so werden die dann abgestellt, beziehungsweise wenn sie abgestellt werden, entwickeln sie sich so. Ich weiß nicht, ob man da drin was erkennen kann. Und wenn man den wieder hinbekommen will, ist hier natürlich einiges dran zu machen. Was ich letztes Jahr übrigens schon hier auf der Messe gesehen habe und dieses Jahr wieder hier steht, das ist dieses kleine Modell meines Fahrzeugs. Und ich habe schon das ganze Jahr über im Internet geschaut, ob ich es nicht finde. Aber nein, als US-Modell in dieser Ausführung habe ich es nicht gefunden. Am Stand des R107 Clubs werden mittlerweile Gespräche geführt, ob man den nächsten Schraubertreff der Region Nord nicht zusammen mit Kollegen des R107 Clubs durchführt. Das wäre natürlich was ganz Besonderes. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir das auf die Beine bekommen und sind da auch mal recht zuversichtlich. Und wir haben einen SL gefunden, und zwar einen SL 560. Der auch zum Verkauf steht. Und habe ich ihn gefragt, ob ich ihn mitbringen soll. Sagt er muss mit seiner Bank sprechen. Ich sage, die Transportkosten, die kriegen wir. Und den schauen wir uns mal an. Das müsste Almadin Rot sein. Umgerüstet auf den EU-Look. Das sind aber keine originalen Felgen. Wie viel er gelaufen hat, weiß ich nicht. Der ist auch neu bezogen, das sieht man. Das ist neu und ich finde, das merkt man immer. Wenn die neu bezogen sind, natürlich ist das schön und sieht alles neu aus, aber du merkst es doch hier am Leder, das ist weicher. Du kannst mit der Hand die Falten bilden. Du hast hier an der Seite ein bisschen die Faltenbildung. Oh, schaut mal, wir haben einen zweifarbigen Schalthebel. Habe ich so auch noch nie gesehen. Das Holz in der Mittelkonsole wurde definitiv auch ausgetauscht. Die sind beledert. Eigentlich gehören doch an den 560 SL die mit der Klappe vor dem Spiegel dran. Hier ist eines neu gemacht worden. Sieht man auch hier den Farbunterschied. Hier fehlen die Dichtringe. Und na, so sieht er super aus, ne? Weil eben alles neu, das ist alles neu bezogen. Das ist alles neu gemacht. Und hinten hat er, hinten hat er 500 SL draufstehen. Na, hier passt aber einiges nicht. So, auf dem Tacho stehen 1000 Kilometer. So, das sind die Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber Marco, du guckst dir das Auto auch an. Ja, also wir haben hier einen ehemals amerikanischen 560 SL, der in Deutschland europäisch umgerüstet wurde. Hinten steht auch 500 SL dran. Die Innenausstattung wurde komplett revidiert. Allerdings sind zahlreiche Sachen, die nicht ganz stimmig sind oder die für mein Empfinden auch noch hätten besser gemacht werden können, wie oben der Fensterspiegel, wo auch die Gummidichtungen fehlen, ne? Hier die Löcher für die Zapfen. Und es sind die falschen Sonnenblenden. Es sind die falschen Sonnenblenden, sind nicht 560 gerecht, aber er soll ja einen 500er darstellen. Lenkrad ist komplett ummantelt mit Leder. Und zwar hier mit farbiger Ja, schönes Naht. Stitching in beige. Der Lack ist noch einigermaßen original, Teilbereichen schon lackiert. Ich habe gemessen zwischen 140 und 240 μ. Ja, Und sag mal, das sind keine originalen Felgen, ne? Die sehen irgendwie anders aus. Nein, sie sind nicht ganz die Original Nee. Gullideckelfelgen. Und So- es sind nicht die Original-Stoßstangen, das sind Nachbau-Stoßstangen, wahrscheinlich in Edelstahl. Jetzt werden für das Auto 50.000 € aufgerufen. Ja, Auf dem Tacho stehen 1000 Kilometer, hast du gesehen? ja, das Fahrzeug hat 65.000 Meilen. Umgerechnet wären es dann wahrscheinlich knapp unter oder über 100.000 Kilometer. 1,6, ja, vielleicht sogar noch doch knapp über 100.000 Kilometer. Warum man das macht, weiß ich nicht. Für mich ist es unehrlich. Wenn man Ja. einen deutschen Tacho einbaut, kann man sehr gerne dazu auch noch den Kilometerstand umschlüsseln von Meilen in Kilometer. Finde ich auch. Und ich komme schon ins Grübeln, wenn ich einen 560 habe und hinten 500er draufsteht. Ich meine, so auf den ersten Blick sieht er super aus. Ich meine, auch das neu bezogene, aber es ist Es ist anders. ein zwiespältiges Automobil. Ja. Also hat mich mein erster Eindruck ja nicht getäuscht. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, um so ein Fahrzeug regelmäßig zu fahren und darin Spaß zu haben, kann man das durchaus machen. Was man übrigens hier nochmal sieht, das ist die
Befestigung an der Stoßstange, wenn nicht die Originalhalterung bei den US-Fahrzeugen vorhanden ist, die für die deutschen Stoßfänger benötigt wird, wo ja diese Augenbraue zu sehen ist. Und hier ist das dann mit Streben befestigt. Natürlich kann man das so machen, ist oder entspricht eben nicht dem Originallook. Und da steht das nächste Objekt, ein R107. Ein 300 SL, ich zeige euch mal das Bild. Baujahr 87 für 41.900 Euro. Hier, wir waren ja eben gerade bei dem Almadin-Roten, hier sieht man übrigens die Augenbraue, die jetzt nicht richtig hier sitzt. Und auch hier sieht man, dass das die falschen Radbolzen sind, weil die nicht bündig mit der Felge abschießen. Schaut mal, wie tief ich da meinen Finger reinkriege. Guck mal, der Wagen wird sogar von dem Kollegen durchgemessen. Was zeigt er an? 268. Also 268 μ, 270. Wenn wir mal reinschauen. Das ist aber das originale Leder, das merkst du, ne? Das ist glatt. Das hat er gelaufen. Und er sieht von innen aber authentisch aus. Wie findest du das Auto? Hier haben wir ein etwas ehrlicheres Auto, weil das ist ein 300 SL, deutsche Erstauslieferung. Und der versteckt sich auch nicht unter irgendwelchen anderen Namen. Und gerade mal den Lack nachgemessen. Und der ist schon einmal überlackiert worden. Wir liegen hier im Bereich 340 μ. Aber das relativ gleichmäßig und einhellig. Ja, so wie er hier steht, bis auf das Lenkrad, was mit Leder schon mal neu ummantelt wurde, denke ich, könnte er sogar auch innenausstattungstechnisch im Original noch alles vorhanden sein. Das Leder, findest du es neu gemacht? Ist das neu gemacht? Fühlt sich so glatt an. Ja, das könnte überarbeitet worden sein, ja. Der Fahrersitz fühlt sich ein bisschen gebraucht an, aber das ist ein bisschen härter als das Original. Was ist hier mit den Felgen? Da sind die Radbolzen auch wieder entweder viel zu weit drin oder es sind keine Originalfelgen. Keine Original-Radbolzen oder so wie ich es auch schon erlebt habe, dass Spurplatten verbaut wurden, dann passen die Original-Radschrauben nicht mehr. Aber hier haben wir zumindest noch die Originalfelgen, weil im Vergleich zu dem Weinrot-Metallic-farbenen, Paillettrot wahrscheinlich, sind die Löcher oval und nicht eckig. So, wir haben noch einen R107 gesehen und zwar einen 280er. Aus dem Baujahr 82 für 37.900. Und hier schöner 280 SL, 6-Zylinder, Automatik, weitgehend im Originalzustand, leider die falschen Scheibenwischer, keine Edelstahlscheibenwischer, sondern hier die schwarzen, nachgerüstet, schöne Innenausstattung mit Leder-Stoff-Mix in Karo. Sportmatratze auch gerne genannt. Aber auch hier können wir noch mal gucken, ob es Originallack ist oder nicht. Nein, auch dieses Fahrzeug hat mit über 240, 375, wir wollen noch mal reinschauen. 366 μ bereits einmal nachlackiert worden wahrscheinlich. Wie viel hat er gelaufen? 98.307 Kilometer. Das geht ja, ne? Hier allerdings die auch in Deutschland nicht sehr oft verbaute Original-Rückbank dabei. Na? Nee, lässt sich nicht lösen. Normalerweise schnappt man die hier oben weg, kann sie dann nach unten klappen, lässt sich gerade schade, nicht. warum geht das jetzt nicht? Eigentlich ja. Nee, Schade. kriege ich nicht ab. Schade. Hätte ich jetzt auch gerne mal gesehen. Dann hat man nämlich eine Ablage wie in den Fahrzeugen ohne Rückbank. Hier ist ein 450 SLC 5.0. Genau, das ist. Gibt es nicht so häufig. Gibt es nicht häufig. Das ist das Fahrzeug, welches sehr erfolgreich im Rallye-Sport eingesetzt wurde und auch das erste Auto, wo der 5 Liter V8 als M117 eingebaut wurde. Erst danach fand er dann den Weg in den 500 SL
Allerdings gibt es den 500 SL in 3 verschiedenen Ausführungen. Ab ungefähr 1980 bis 89. Es gab dann verschiedene Motoren mit Katalysator, ohne Katalysator. In dem auch? Insofern nein, in dem gab es ihn nur so, ohne Katalysator. Und damit dann 240 PS. Ein sehr schnelles Fahrzeug damals. Und wie ist der oder wie wird der so gehandelt? Hoch? Die Autos liegen mittlerweile um die 50.000 Euro ungefähr, ja, okay. je nach Pflege- und Angebotszustand. Aber der macht ja einen recht vernünftigen Eindruck. Der ne? macht einen sehr vernünftigen Eindruck, ja. Auch hier wird natürlich nachgemessen. Das macht die Gründlichkeit des Kaufberaters aus. Das Fahrzeug ist komplett nachlackiert. Schon wissen wir es wieder. Was aber auch bei diesen Autos nicht verwunderlich ist, die SLCs wurden sehr oft ganzjährig gefahren und der deutsche Winter mit Salz hinterlässt natürlich seine Spuren. Sag mal, ist das hier bei dem genauso, dass die Gummilippe nur der 5.0 hat? Jawohl. Okay. Und auch hier sieht man das typische Element. Wenn der Heckspoiler hinten drauf ist, fehlt der Griff, weil man sich gedacht hat, öffnen kann man am Heckspoiler selber oder auch den Deckel schließen. Dafür ist der Spoiler dann. So eins der Erkennungsmerkmale. Ganz typisch für dieses Fahrzeug war eine Zweifarblackierung, hier jetzt nicht umgesetzt, aber oben Silber. Und unter den Türleisten war es dann in Grau abgesetzt. Bei allen 5.0. Wenn man das so gewählt hat, dann bei allen. Und hier ist das jetzt wahrscheinlich aufgrund der Nachlackierung weggefallen. Wenn er vorher Silber war und unten Grau, dann könnte es sein oder er ist direkt so ausgeliefert worden. Aber auf Wunsch war eine Ach so, Zweifarblackierung. das war jetzt Wunsch, das war jetzt nicht war Serie, auf Wunsch. Standard. Nein, Okay. auf Wunsch war Zweifarbe möglich. Hier noch was in eigener Sache. Ein Simca 1100. Das ist das Auto, was meine Mutter damals in Grünmetallic fuhr und mit dem ich als Kind durch die Gegend gefahren wurde. Sieht man heutzutage auf den Straßen gar nicht mehr. Spiegelt so sehr, als dass man reinschauen könnte. Aber da stecken für mich Kindheitserinnerungen drin. Natürlich hatte meine Mutter nicht die Zusatzscheinwerfer da vorne auf der Stoßstange. Aber das ist was mich an frühere Zeiten erinnert. Leider auch gebraucht, kaum noch zu finden, weil ein ganz großes Rostproblem. Daneben steht ein Strich 8. Was bei dem auffällt, ist diese wunderbare Form der Scheinwerfer-Wischerblätter. Das habe ich so noch nicht gesehen. Scheint also nicht so häufig vorzukommen. So, wir sind jetzt im berühmten Parkhaus, wo es hier die Privatverkäufe von Fahrzeugen gibt. Und hier werden wir auch mal Ausschau halten, was hier so Interessantes steht. So, hier haben wir gleich 2 R107. Hier steht ein, was ist denn das? 280 SL in Silber Distel nennt sich die Farbe. Auch eine Farbe, die man jetzt nicht so häufig sieht. Wollen wir mal schauen, wie der innen ausschaut. Hier ist ein Schalter, hat 236.000 gelaufen, wenn ich das richtig sehe. Und eine schwarze Innenausstattung. Für 26.900 kann man diesen R107 kaufen. Und wir schwenken rüber zum nächsten. Hier haben wir ein US-Modell. Das ist ein 560 SL, Baujahr 87, da steht absoluter Originalzustand. 27.000 will er dafür haben, 108.000 Kilometer oder Meilen, das ist hier die Frage. Das kann ich nicht sagen, aber wir haben hier noch das originale Verkaufsschild, den Windows-Sticker aus den USA. Finde ich immer ganz cool, wenn der dabei ist. Und wir haben hier den netten Besitzer des Fahrzeugs. Darf ich Sie kurz noch mal was fragen zu dem Auto? Ja? Also das ist ein Originallack, sagten Sie. Der ist nicht nachlackiert und die 108.000 waren Meilen, ne? Sind in Meilen, ja. Genau. Und
Wie gesagt, Erstlack, das Einzige, wo Sie sagten, was nachlackiert wurde, ist die Kofferraumhaube, weil Sie die dritte Bremsleuchte... Ja, die wollte ich weghaben. Ja, die wollte er weghaben, ja. Der Wagen steht ja auch ziemlich schön da, muss ich sagen. Ja, also der ist, Ja, hätte ich nicht schon einen, ne? Wäre ich ein So. potenzieller Käufer. ja, den habe ich nur aus der Scheune geholt und einmal mit Rot-Weiß übergewischt hier, Ja. mit diesem Hartwerkzeug. Sieht schön aus. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Also ihr seht, R107-Besitzer sind eigentlich immer sehr lieb und kommunikativ. Macht immer großen Spaß in der Community. Ich habe die Batterie abgeklemmt. Oh, riecht typisch nach R107. Ich mag den Geruch. Aber neu bezogen ist er, glaube ich. Das Leder ist mal neu gekommen, kann das sein? Ja, das Leder, da machen das. Ah, jetzt hat er uns sogar die Batterie angeklemmt. Durch von der Sonne. Ja, steht doch super da. Hier sind noch die ganzen Unterlagen zu dem Fahrzeug. Und was ist das für ein Foto, sagten Sie? Das ist der Vorbesitzer, er hier. Das ist ja cool. Da haben wir noch ein Foto von den Vorbesitzern dieses Fahrzeugs aus den USA, aus den Staaten. San Diego. Das hat man auch nicht alle Tage. Ja. Keine Ahnung. Oh ja, da ist ja noch der alte Titel und alles. Haben wir alles da. Die Rechnung. Ja, Also von vorne bis hinten alles nachweisbar. oh ja, das ist ja schön. Also wenn jemand Interesse an dem Fahrzeug hat und das noch da ist, schreibt mich gerne an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Kanalbeschreibung. Und ich habe ja die Nummer auf dem Film. Ja. Melde ich mich. Wunderbar, Ne? Dankeschön. Ja, gerne doch. Hier hat der Kollege doch noch etwas Interessantes sozusagen zu dem 300 SL war das, ne? 300 SL, ja, hier ein Mob-Fahrzeug ab 85 und in diesem Fall Erstbesitz, 326.000 Kilometer gelaufen und mit Handschaltgetriebe, was Selten ab ist. dem Baujahr sehr, sehr selten ist. Ja. Und begehrt? Wenig nachgefragt, aber die meisten möchten ja dann doch Automatik haben, wenn sie gemütlich durch die Lande cruisen. Aber wer einen Schalter haben möchte, könnte jetzt hier fündig werden. Schauen wir noch mal rein, wie das da aussieht. Ah ja, sieht man leider nicht viel durch die Sogar. Spiegelung. 5-Gang-Schaltgetriebe. Hier haben wir noch zwei Coupés stehen. Trotzdem kostet das Ding keine 60 Euro. Ein 280 SLC, 160.000 gelaufen für 14.950. Im Baujahr 78 und dann noch einen in Gold. Der wird aber älter sein. 450er. Baujahr 77, 275.000 Kilometer gelaufen. 265, Entschuldigung, und 20.000 Euro. Und hier haben wir einen R107. Circa 100.000 Kilometer. Was ist denn das für einer? Ein 560 SL. Baujahr 89, 42.000 Euro. Umgerüstet zum EU-Look. So, jetzt kommen wir mal zu den wirklich schönen Autos, die hier stehen. Ein Citroën 2 CV, eine Ente. Autofahren in seiner natürlichsten Art. 45.000 Kilometer gelaufen, Baujahr 1990 für 15.555. Ich kann natürlich jetzt den Zustand nicht beurteilen, aber aus meiner Sicht ein sehr angemessener Preis, wenn der Zustand stimmt. Hier haben wir noch einen 280 SL stehen. In Blau mit blauem Verdeck, welches aber nicht mehr original sein wird. Kaufpreis 27,9. Leider stehen da keine weiteren Daten wie Baujahr oder Kilometerstand. Aber wie wir sehen, gibt es schon einige R107, die hier angeboten werden. Schade ist hier, dass wir nicht mehr die original Chromwischerblätter haben. Aber ansonsten sieht er recht schick aus, finde ich. So, wir haben ja noch ein R107 entdeckt. Und zwar haben wir hier einen 500 SL, Baujahr 87, 91.000 gelaufen, für 73.000 Euro.
Da sollte er aber in einem exklusiven Zustand sein. Man darf hier leider nicht hin. Es ist abgesperrt, aber wir versuchen mal einen Blick zu riskieren, indem ich einfach meinen Selfie-Stick ausfahre. Ihr seht jetzt gerade mehr als ich hier auf der Messe, weil ich nicht ans Auto rankomme. So, ich kann mir das erst zu Hause am Rechner anschauen. Das ist natürlich ein ordentlicher Preis. Und dafür können wir uns sie noch nicht mal anschauen. Übrigens, was ich auch noch phänomenal finde, ist hier ein 635 CSI. Aus meiner Sicht auch ein wirklich sehr schönes Auto. So, wir wollten ja alle R107 auf dieser Messe einfangen. Hier geht es natürlich jetzt eher, glaube ich, um die Werbung des Hebebühnenherstellers. Aber da steht oben auch ein 560 SL drauf. Und zum Glück haben wir den Stick dabei. Das heißt, ihr seht jetzt gerade wieder mehr als ich. Und ich kann das erst wieder am Computer sehen. So, wollen wir noch mal schauen. So sieht er ziemlich schick aus, muss ich sagen. Ich kann übrigens nicht reingucken, weil er zu hoch ist. Ich halte jetzt mal die Kamera da dran, ob man da was erkennen kann. Ja, gefällt mir sehr gut, dieser zweifarbige Zierstreifen. Ja, ne? Wollen wir doch mal gucken, ob der ist lackiert. Das ist auch ein lackierter, ja. Und der steht hier wirklich toll da. Alles in Ordnung. Aber wie? Diese Farbe mag ich übrigens bei dem R107. Wäre für mich auch was in Frage käme, würde ich mir so ein Fahrzeug aussuchen. So, wir haben noch ein R107 entdeckt in dunkelblau. Wie ist der Farbcode, Marco? 904. 904 ist der Farbcode. 47. Ein 300 SL Baujahr 88 mit 99.800 Kilometern in Hamburger Familien-Erstbesitz steht hier für 47.900 €. Wollen wir mal reinschauen, hat eine graue Innenausstattung. So, da ich ja dieses Jahr nicht alleine hier bin, frage ich doch mal die beiden Kollegen, wie fandet ihr es? Vielen Dank, war spannend. Zum Jahresstart, die erste Oldtimer-Messe mal wieder. Macht immer wieder Lust und Laune auf besseres Wetter, dass es endlich wieder losgeht. Absolut, war sehr spannend. Viele Wege, man ist doch kaputt danach, aber es war ja, spannend. Für mich das erste Mal, dass ich auf so einer Oldtimer-Messe bin sozusagen. Ich würde sagen, machen wir jetzt jedes Jahr. Ja, Auftaktveranstaltung. Ja, das machen wir als Auftaktveranstaltung, genau, um damit quasi die Saison wieder zu eröffnen im neuen Jahr. Genau. Ja, ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt und dass wir zu dritt diese Idee umgesetzt haben. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und wir werden uns noch in etlichen Videos über den Weg laufen, das weiß ich jetzt schon. Mit Sicherheit. Das heißt, auch ihr werdet sie bald wiedersehen. Wir stellen jetzt hier die letzten Meter auf der Messe Richtung Ausgang. Es ist auch schon deutlich leerer geworden. Und ich hoffe, dass ich euch so einen kleinen Eindruck der Fahrzeuge hier und vor allen Dingen der R107 vermitteln konnte. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Fahrt mit eurem Klassiker.